Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Wie immer werde ich hier für Größe M häkeln. Dann nehmt ihr euren Brustumfang oder Hüftumfang, wenn ihr sagt, der ist breiter und das Shirt soll auch über die Hüfte gehen. Ich werde hier den Brustumfang nehmen und das sind wie immer 100 cm in etwa, Pi mal Daumen. Diese Anleitung habe ich ganz leicht gehalten. Wir werden einfach nur 2 Quadrate oder Rechtecke häkeln, je nachdem was für Maße ihr jetzt da herausbekommt. Nachdem ihr dann euren Umfang gemessen habt, rechnet ihr, egal für was für eine Größe ihr häkelt, 10 cm mehr drauf. Bei mir wären das dann durch 2 55 cm. Also ihr nehmt euren Brust- oder Hüftumfang, rechnet 10 cm mehr drauf und teilt diesen dann durch 2. Dann habt ihr schon mal die Breite eurer Läppchen, die ihr häkeln werdet. 55, 55. Und danach geht ihr hin und messt von der Schulter herab, wie lang euer Shirt werden soll. Und dann habt ihr auch die gesamte Länge. Danach benötigen wir noch die Höhe unserer Ärmel. Da könnt ihr aber auch bei einem gut sitzenden Pullover oder Shirt die Maße übernehmen. Denn das brauchen wir dann später, um zu wissen, wie wir seitlich zunähen müssen oder zuhäkeln, um dann hier oben unsere Ärmelaussparung zu haben. Und das war's auch schon. Ihr braucht den Brustumfang plus 10 cm durch 2 geteilt, dann habt ihr die Maße fürs Vorder- und fürs Rückteil. Dann benötigt ihr nochmal die gesamte Länge von der Schulter herab. Da habt ihr ja automatisch dann die Ärmel mit drin. Und anhand der Ärmelhöhe wisst ihr dann später, wo ihr die Ärmellöcher setzen müsst. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und kommen wir nun zum Muster. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Um eins der Teile beginnen zu können, benötigen wir jetzt eine Luftmaschenkette, die auf unsere Breite erst einmal gehäkelt wird. Dann zählen wir die Maschen durch und die Maschenanzahl muss teilbar durch 21 sein. Dann kommen wir perfekt mit dem Muster hin. Auf Nadelstärke 3 und einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel brauche ich, um auf meine Maße zu kommen, 105 Maschen. Hübsche Muster benötigen wir eine Maschenanzahl teilbar durch 21. Also je nachdem, für was ihr jetzt häkelt, schlagt ihr eure Kette an, die Länge, die ihr benötigt, zählt diese durch und die sollte teilbar durch 21 sein. Danach halten wir diese eine Masche hier mit dem Daumen fest, markieren uns die sozusagen und häkeln 3 zusätzliche Luftmaschen. Machen einen Umschlag und gehen dann in diese Masche hinein und häkeln dort zusätzliche 2 Stäbchen, sodass wir optisch einen Fächer aus 3 Stäbchen haben. Die Steigluftmaschen und 2 noch dazu. Danach lassen wir 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort eine feste Masche. 5 Luftmaschen, 2, 4, 5 in die 5. Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 4 Maschen freilassen und in die 5. eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 4 Maschen freilassen und in die 5. wieder eine feste Masche häkeln. Einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die 3. einen Fächer aus 5 Stäbchen, alles in die gleiche Masche hinein. Zwei Maschen freilassen und in die 3. eine feste Masche.
Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und in die 5. eine feste Masche. 5 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und in die 5. wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Maschen freilassen, in die 5. wieder eine feste Masche. Einen Umschlag, 2 freilassen und einen Fächer in die 3. Masche häkeln, bestehend aus 5 Stäbchen. Zwei Maschen freilassen und in die 3. eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Maschen freilassen, in die 5. eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Maschen freilassen, in die 5. eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 4 freilassen, eine feste Masche und am Ende in die letzte Masche noch einen halben Fächer aus 3 Stäbchen hineinhäkeln. So, und das war unsere erste Reihe. Einen halben Fächer, 3 Bögen, einen kompletten Fächer, 3 Bögen, einen kompletten Fächer, 3 Bögen und einen halben Fächer. Kommen wir zur Reihe 2. Wir häkeln eine Luftmasche und direkt in die erste Masche eine feste Masche. Danach machen wir einen Umschlag und stechen in die feste Masche hinter dem Fächer ein und häkeln dort in diese eine Masche 5 Stäbchen. In den Bogen machen wir das Ganze dann fest, indem wir mit einer festen Masche in der Mitte des Bogens unsere Gruppe fixieren. 5 Luftmaschen, nächster Bogen in die Mitte, eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächster Bogen in die Mitte, eine feste Masche. Nun in die feste Masche vor dem Fächer wieder 5 Stäbchen. Und fixieren mit einer festen Masche in der Mitte des Fächers in das mittlere Stäbchen mit einer festen Masche. Hinter dem Fächer haben wir wieder eine feste Masche. Dort kommen 5 Stäbchen hinein. Und dann in den Bogen mit einer festen Masche den Fächer wieder fixieren. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche in die Mitte des Bogens. 5 Luftmaschen, nächster Bogen,
eine feste Masche in die Mitte des Bogens. Dann haben wir wieder unseren Fünferfächer. Wir machen einen Umschlag und gehen vor dem Fächer in die feste Masche und häkeln dort 5 Stäbchen. Das Ganze wird dann wieder mit einer festen Masche in die Mitte des Fächers fixiert, im mittleren Stäbchen. Ein Umschlag und in der festen Masche nach dem Fächer wieder 5 Stäbchen. Und auch diesen Fächer wieder mit einer festen Masche in der Mitte des ersten Bogens fixieren. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Dann wieder in die feste Masche vor dem Bogen 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe in die dritte Masche von unten angezählt mit einer festen Masche die Reihe beenden. Also wir beginnen mit einer festen Masche, eine Fünfergruppe in die feste Masche und dann kommen nur noch 2 Bögen. In die feste Masche vor der Gruppe der Vorreihe kommt ein Fächer bzw. eine Gruppe und auch danach. Beides wird mit einer festen Masche in der Mitte fixiert. Dann wieder 2 Bögen. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 6 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 3 um rüber zu kommen und häkeln eine feste Masche in die Mitte des Fächers. Danach machen wir einen Umschlag und gehen hinter dem Fächer in die feste Masche und häkeln dort auch wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen. Diesen Fächer fixieren wir dann wieder mit einer festen Masche in der Mitte des Bogens, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in den nächsten Bogen und dann kommt wieder der nächste Fächer, wo wir eine feste Masche davor haben. Dort kommt wieder ein Fächer hinein aus 5 Stäbchen. So sollte es dann aussehen. Diesen Fächer fixieren wir wieder in der Mitte des Fächers der Vorreihe mit einer festen Masche. Danach kommen 5 Luftmaschen und dann gehen wir rüber in den nächsten Fächer und häkeln dort eine feste Masche. Denn jetzt geht das einmal nach hier weg und einmal nach da weg. Danach in die feste Masche wieder ein Fächer aus 5 Stäbchen. Diesen fixieren wir dann im Bogen in die Mitte mit einer festen Masche, 5 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche,
hier wieder unser Dreieck. Also kommt hier ein Fächer in die feste Masche aus 5 Stäbchen. Dieser muss dann wieder fixiert werden mit einer festen Masche in der Mitte. So. 5 Luftmaschen rüber in die Mitte des nächsten Fächers. Auch wieder mit einer festen Masche fixieren. Und danach in der festen Masche wieder einen Fächer aus 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche im ersten Bogen fixieren. 5 Luftmaschen. Zweiter Bogen, eine feste Masche. Nun sind wir hier am Rand. Hier haben wir einen Bogen, da haben wir einen Bogen, beziehungsweise hier haben wir einen Fächer, hier haben wir einen Fächer. Das heißt, hier kommt dann jetzt auch noch einer rein, denn das zieht sich ja nach innen. Aus 5 Stäbchen. Dieser wieder in der mittleren Masche fixieren mit einer festen Masche. Und nun wie am Anfang 3 Luftmaschen, nur anstatt die Steigeluftmaschen häkeln wir jetzt in die feste Masche der Vorreihe, die sich seitlich so ein bisschen wegzieht, ein Stäbchen. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Ich beginne mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt am Anfang. Das Ganze geht nach rechts nach innen. Das heißt, wir brauchen jetzt 5 Luftmaschen, die wir dann mit einer festen Masche in der Gruppe in der Mitte fixieren. Einen Umschlag und dann wieder eine Gruppe in die feste Masche aus 5 Stäbchen. Wie immer wird das Ganze dann im Bogen mit einer festen Masche fixiert. Und direkt im Anschluss nochmal eine Gruppe in die nächste feste Masche aus 5 Stäbchen. Und nun ist das Ganze dann schon mal zusammengeführt. Wieder eine feste Masche zum Fixieren. Hier geht das Ganze jetzt auseinander. Das heißt, hier müssen jetzt wieder Bögen hin. Das Muster ist an sich sehr selbsterklärend. 5 Luftmaschen in die Mitte des Bogens, eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Hier hatten wir einen Bogen und jetzt brauchen wir 2. Und diesen fixieren wir dann wieder in der Mitte der Gruppe. Danach kommt wieder eine Gruppe in die feste Masche aus 5 Stäbchen. Diese wird wieder in dem Bogen fixiert mit einer festen Masche. Hier läuft das wieder zusammen, also brauchen wir hier nochmal einen Bogen in die nächste feste Masche. Aus 5 Stäbchen. Diesen wieder in der Mitte fixieren. Hier laufen die Sachen wieder auseinander. Also wieder 5 Luftmaschen
in die Mitte der Luftmaschenkette eine feste Masche, 5 Luftmaschen und in die Mitte der Gruppe eine feste Masche. Hier laufen die Sachen wieder zusammen, also ein Fächer in die feste Masche aus 5 Stäbchen. Diesen wieder im Bogen fixieren. Im Anschluss wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Diesen wieder in der Mitte fixieren und danach am Ende der Reihe 5 Luftmaschen und wie am Anfang in der dritten Masche von unten angezählt mit einer festen Masche die Reihe beenden. Kommen wir zur Reihe 5. Wir beginnen wieder mit einer Luftmaschenkette, 3 für ein Stäbchen, 3 um rüber zu kommen. Nur diesmal haben wir halt keine Gruppe, sondern einen Bogen und dort stechen wir in der Mitte ein und häkeln eine feste Masche. Danach 5 Luftmaschen. Dann haben wir jetzt hier einen, optisch 2. Das heißt, wir gehen jetzt hier so rüber. Das muss ja die Hälfte der dritten sein. Ne? Hier 1, 2 und 3. Danach in die Mitte zwischen den beiden Gruppen der Vorreihe wieder eine Gruppe und somit beenden wir das, indem wir die Spitze draufsetzen. Und fixieren wieder mit einer festen Masche. Hier haben wir jetzt 2 Bögen, das heißt wir brauchen 3. 1, 2, 3, 4, 5 mit einer festen Masche in der Mitte fixieren. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster Bogen. Mittig Masche fixieren. 1, 2, 3, 4, 5 und mit einer festen Masche in der Gruppe in der Mitte fixieren. Jetzt haben wir unsere 3 Bögen. Jetzt kommen wir zu den 2 Gruppen. Dort setzen wir noch eine Spitze mit einer Gruppe aus 5 Stäbchen. Fixieren dies wieder mit einer festen Masche in der Mitte. Dann haben wir hier wieder unsere 2 Bögen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und in der Mitte des Bogens die feste Masche setzen. Dann die Spitze aus 5 Stäbchen in die Mitte dazwischen. Eine feste Masche wieder in die Mitte. Und nun wie am Anfang 1, 2, 3, 4, 5, eine feste Masche in den Bogen in die Mitte. Danach 3 Luftmaschen und mit einem Stäbchen anstatt 3 Steigeluftmaschen die Reihe beenden. Kommen wir zur Reihe 6. Wir
beginnen mit einer festen Masche, also eine Luftmasche und eine feste Masche direkt in den Anfang. Jetzt muss dieses hier wieder zusammenlaufen. Das heißt, wir machen wie hier einen Bogen. 1, 2, 3, 4, 5 und in den zweiten Bogen eine feste Masche. Und da wir jetzt hier das Zusammenlaufen beendet haben, beginnen wir jetzt links und rechts wieder mit einem Fächer, denn jetzt muss es ja wieder auseinandergehen. In die feste Masche vor der Gruppe 5 Stäbchen. In die Mitte mit einer festen Masche das Ganze wieder fixieren. Und danach in der festen Masche der Vorreihe auch wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Im ersten Bogen mit einer festen Masche fixieren. Eins, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in den Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine feste Masche in den nächsten Bogen. Denn aus 3 Bögen müssen jetzt wieder 2 werden. Dann wieder vor der Gruppe 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche in der Mitte fixieren. Nach der Gruppe in die feste Masche wieder 5 Stäbchen. In den ersten Bogen mit einer festen Masche fixieren. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster Bogen. Feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster Bogen. Eine feste Masche. Denn aus 3 werden auch hier wieder 2. Dann kommen wir zur Spitze. Eine Gruppe davor aus 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche das Ganze fixieren in der Mitte und eine Gruppe danach in die feste Masche. Mit einer festen Masche wieder fixieren. 1, 2, 3, 4, 5 und so wie am Anfang in der dritten Masche von unten angezählt mit einer festen Masche die Runde bzw. Reihe beenden. Kommen wir zur Reihe 7. Wir haben jetzt hier Abnahmen gemacht, haben jetzt einen Bogen, das heißt, jetzt brauchen wir wieder einen halben Bogen. Dazu häkeln wir 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und nochmal 3 Luftmaschen zur Überbrückung, stechen in die Mitte des Bogens ein und häkeln eine feste Masche. So haben wir dann dieses halbe wieder gehäkelt. Jetzt gehen wir von unseren Gruppen auseinander. Das heißt, in diese feste Masche kommt wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche wieder fixieren. Und da wir hier schon ein Stück auseinander gehen, müssen wir hier einen Bogen erzeugen. 5 Luftmaschen. Und in der nächsten Gruppe wieder eine feste Masche.
nach der Gruppe in der festen Masche wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Das Ganze im ersten Bogen mit einer festen Masche wieder fixieren. 1, 2, 3, 4, 5. In den nächsten Bogen eine feste Masche. Denn aus 2 wird wieder eine. Danach eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche fixieren. Hier gehen die Gruppen wieder auseinander, also 5 Luftmaschen. Rüber in die nächste Gruppe eine feste Masche und danach wieder eine Gruppe in die feste Masche danach. Eine feste Masche in die Kette zum Fixieren. Hier haben wir unsere 2, also brauchen wir jetzt einen Bogen. Eine feste Masche in die Mitte. Danach wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Eine feste Masche, 5 Luftmaschen, eine feste Masche über die nächste Gruppe, danach eine Gruppe, und danach, wenn ihr am Ende der Reihe angekommen seid, so wie am Anfang, den Fächer noch im Bogen fixieren, 3 Luftmaschen und mit einem Stäbchen anstatt 3 Steigeluftmaschen die Reihe beenden. Kommen wir zur 8. und letzten Reihe, bevor wir dann wieder mit Reihe 1 beginnen. Wir machen eine Luftmasche, denn jetzt haben wir nur noch Platz für eine Gruppe. Häkeln eine feste Masche direkt in den Anfang und eine Gruppe in die feste Masche vor der Gruppe der Vorreihe. In der Gruppe der Vorreihe mit einer festen Masche fixieren. Hier haben wir einen Bogen, also brauchen wir jetzt 2. 5 Luftmaschen, in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Gruppe der Vorreihe. Und danach in die feste Masche hinter der Gruppe eine Gruppe häkeln aus 5 Stäbchen. Das Ganze dann im Bogen fixieren. Jetzt läuft das hier auch wieder zusammen, also kommt direkt wieder eine Gruppe. Aus 5 Stäbchen. Eine feste Masche. Jetzt kommt wieder der Bogen. Hier haben wir einen, also brauchen wir 2. 5 Luftmaschen, in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche in die Mitte der Gruppe.
feste Masche daneben eine Gruppe häkeln aus 5 Stäbchen. Im ersten Bogen mit einer festen Masche das Ganze fixieren und direkt im Anschluss wieder eine Gruppe aus 5 Stäbchen. In der Mitte wieder mit einer festen Masche fixieren. Dann kommen wir wieder zum Bogen. Aus einem werden 2 gemacht. 5 Luftmaschen, in die Mitte des Bogens eine feste Masche. 5 Luftmaschen, in die Mitte der Gruppe eine feste Masche. Nach der Gruppe am Ende der Reihe in die feste Masche eine Gruppe aus 5 Stäbchen und am Ende, so wie am Anfang, in der dritten Luftmasche von unten angezählt mit einer festen Masche die Reihe beenden. Das war Reihe 8. Und um das Ganze wieder vollzählig zu machen, wird jetzt nur noch wiederholt. Und zwar jetzt fangen wir wieder mit Reihe 1 an und schließen damit hier mit der Spitze. Also Reihe 1 ist auch die Spitze in der 9. Reihe. Wir beginnen also mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln direkt in den Anfang nochmal zusätzlich 2 Stäbchen. Das Ganze fixieren wir dann wieder mit einer festen Masche in die Mitte der Gruppe. Hier haben wir nun 2 Bögen, daraus machen wir 3. 5 Luftmaschen, in den ersten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen, zweiter Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen und den dritten Bogen in der Gruppe der Vorreihe mit einer festen Masche fixieren. Nun laufen hier die Grüppchen zusammen, also kommt in die Mitte eine Gruppe aus 5 Stäbchen. Diese wieder in der Gruppe der Vorreihe mit einer festen Masche fixieren. Dann kommen wieder unsere 2 Bögen, daraus müssen wir 3 machen. 5 Luftmaschen, in die Mitte des ersten Bogens eine feste Masche. 5 Luftmaschen, zweiter Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen und in die Gruppe in die Mitte eine feste Masche und somit den dritten Bogen fixieren. Dann laufen unsere Gruppen wieder zusammen. Hier häkeln wir eine Spitze aus 5 Stäbchen. Mit einer festen Masche wieder fixieren. Dann kommen wieder 2 Bögen, daraus müssen wir 3 machen. 5 Luftmaschen, erster Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen, zweiter Bogen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen, dritter Bogen in der Gruppe in der Mitte mit einer festen Masche fixieren. Und dann wie am Anfang in die feste Masche der Vorreihe 3 Stäbchen häkeln und damit die Reihe beenden. So, und das war auch das eigentliche Muster.
Ein eigentlich selbsterklärendes und sehr einfaches Muster, man muss nur einmal im Rhythmus drin sein. Wenn ihr euch unsicher seid, einfach mal vor euch hinlegen und schauen. Die Bögen gehen immer 3, 2, 1 oder 1, 2, 3 und so entstehen diese Netze. Und die Gruppen, genau das gleiche, fangen bei 1 an, gehen nach links und rechts auseinander und dann wieder zusammen. Zurück, nachdem ich alle meine Teile fertig habe, noch einmal alles zusammengefasst. Vorder- und Rückteil habe ich mit Stäbchen begonnen, und zwar 105 Stäbchen, um auf meine 55 cm Breite zu kommen. Dann habe ich 48 Reihen hoch gehäkelt und auch meine Länge erreicht. Zum Schluss habe ich ein Maßband angelegt und mir noch eben meine Ärmelhöhe markiert. Das sind in etwa 16 Reihen. Und die Schultern werde ich 10 bis 12 cm, also von außen nach innen, mir dann später markieren und zunähen. Der Rest bleibt dann offen für den Kragen, und sollte mir der Kragen zu weit sein, kann ich auch da noch mit einem Reliefstäbchenbündchen das Ganze etwas zusammenziehen oder aber nochmal ein bisschen mehr vernähen. Da taste ich mich dann langsam ran. So, hier haben wir dann den zweiten Teil. Auch wieder Stäbchen. Alles bis nach oben gehäkelt mit 48 Reihen. Auch hier links und rechts die Ärmelhöhe markiert. Und dann haben wir auch das fertig. So, wir schwärmen einmal. Also ich finde dieses Muster einfach nur mega. So, und wenn wir das alles haben, dann kommen wir jetzt zum Vernähen. Lege ich mir beide Teile aneinander. Hier hatte ich mir ja schon die Ärmelhöhen markiert und nähe nun nur noch die Schultern 10 bis 12 cm zusammen links und rechts. Der Rest bleibt dann als Kragen. Im späteren Verlauf, wenn es mir zu weit ist, kann ich es ja noch immer ein Stückchen weiter zunähen oder aber mit einem Reliefstäbchenrand auch etwas enger machen. Wenn wir das dann haben, Schultern vernäht links und rechts, klappen wir das Ganze zusammen und vernähen nur noch die Seite von unten bis zu unserer Ärmelmarkierung und haben dann automatisch unsere Ärmellöcher. Ihr könnt natürlich dort auch dann Ärmel dran häkeln oder aber das so als Polunder lassen. Als erstes vernähe ich mir die Schultern. Dazu lege ich mir Rand auf Rand und habe mir eine Musterbreite und den Anfang des nächsten Musters, beziehungsweise hier das halbe und hier nochmal ein ganzes fixiert. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bögen. Zum Vernähen nehme ich meinen Wollfaden doppelt. Das ist dann etwas leichter. Fixiere den Faden seitlich. Dadurch, dass ich den nämlich doppelt habe, habe ich da dieses Knötchen und dann geht das auch etwas schneller. Danach steche ich ungefähr eine Maschenbreite erst am hinteren Häkelstück ein, seitlich, lege dann den Faden über und steche danach am vorderen Häkelstück ungefähr eine Maschenbreite ein, lege den Faden wieder über. Auch hier am hinteren Häkelstück in Höhe des übergelegten Fadens wieder eine Maschenbreite, und in diesem Rhythmus bleibe ich dann. Faden überlegen, in Höhe des Fadens eine Maschenbreite einstechen, was in etwa einen halben Zentimeter ergibt. Faden überlegen und so nun immer jetzt im Wechsel Vorderteil, Rückteil. Vorderteil, Rückteil. Das nennt man den Couch- oder auch Matratzenstich. Und das ergibt dann eine schöne, unsichtbare Naht. Faden wieder überlegen, in Höhe des Fadens einstechen und rüber.
und wenn wir dann die Schultern vernäht haben, dann können wir noch von unserer Markierung hier herunter das Ganze auch so zunähen und sind dann mit dem Hauptteil schon mal fertig. Und so sieht unser fertiges Shirt soweit aus. Jedoch kommt jetzt noch ein kleines Highlight dazu und das betrifft den Kragen. Wer also das Ganze so schön findet, kann es so lassen. Ansonsten bleibt dran. Ich mache mir von der Wolle, mit der ich gearbeitet habe, ein Stück ab. Nehme das Ganze doppelt und mache mir unten einen Knoten hinein. Dann schaue ich mir am Shirt die schönste Seite aus. Bei mir sind jetzt beide Seiten definitiv gleich. Lege mein Maßband an und entscheide mich hier für etwa 12 cm. Das wäre genau in der Spitze, wo schöne feste Maschen sind. Und raffe mir das Ganze dann einmal zusammen, indem ich im Zickzack durch die einzelnen Maschen hindurch gehe. So. Und dann kann ich unten das Ganze einmal durchfädeln und zusammenziehen. Nun gehe ich noch ein paar Mal hin und her und auch einmal da durch, damit sich da auch so schnell nichts mehr löst. Wickel mir den Faden zweimal um die Nadel, ganz unten, und dann können wir das Ganze zuziehen. Noch einmal durch die Mitte. Abschneiden und fertig. Und fertig ist unser wunderschönes Sommershirt. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertungen dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.